Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Underplayed Commander Spotlight. Diese Woche befassen wir uns mit dem zweiten einfarbigen General und meine Wahl ist dabei auf Jor-El, Empress of Beasts, gefallen. Warum Jor-El? Jor-El ist tatsächlich nicht erst seit dem Erscheinen von Titania eine relativ unbeliebte Kreatur in Commander, die 87 Decklisten verdeutlichen das eigentlich, sondern hat es generell noch nie wirklich geschafft, viele Spieler von sich zu überzeugen. Es mag zum einen daran liegen, dass es in Omnath, Ezuri und Yesan extrem beliebte grüne Generäle gibt, und zum anderen daran, dass ihre Art von Deck auch zum einen andere Alternativgeneräle aufweist, sowas wie Kamahl oder Baru, und zum anderen der Stil, den Jor-El-Decks annehmen können, vielen Spielern zu riskant ist. Denn ihre Fähigkeit erlaubt es, alle Länder, die ein Spieler kontrolliert, zu Kreaturen zu machen bis zum Ende des Zuges. Und vielen Spielern ist das einfach zu gefährlich, da sie meinen, dass ihre Länder, ihre Mana-Basis dadurch extrem anfällig für jegliche Arten von Mass-Removal oder auch nur normalen Removal wird. Dabei übersehen allerdings einige, dass gerade in den letzten paar Sets oder in den letzten Jahren, um es so zu sagen, einige sehr starke Karten ins Spiel gekommen sind, die es auch in Kombination ohne Weiß ermöglichen, ein Deck zu bauen, in dem die Länder relativ geschützt sind. Denn bisher ist eigentlich Weiß so eine der Farben, die am besten dazu sind, um Länder zu schützen. Jetzt gab es die letzten Jahre aber entscheidende Karten wie Splendid Reclamation, Remnant Excavator oder World Shaper, die es allesamt erlauben, nach einem Boardwipe zurück ins Spiel zu kommen. Das ganze Deck dreht sich also um Länder. Dementsprechend ist es sehr naheliegend, dass man das Deck in einer Art Landfall- und Profit-Richtung angeht, die darauf aus ist, möglichst viele Länder möglichst häufig ins Spiel zu bringen. Da bieten sich zum einen an Karten wie Gaia's Touch, den ich in diesem Deck besonders hervorheben möchte, da man ihn sonst in kaum einem anderen Deck sieht. Ganz wichtig, Kirafu Orrery, da dieses ein Artefakt ist, das es erlaubt, mit Jor-El jede Runde ihre Fähigkeit zu aktivieren, was wir in Grün eventuell nicht so gut könnten, wenn wir keinen konsequenten Card Draw haben. Immerhin müssen wir 2 Karten abwerfen, um Jor-El zu aktivieren. Und zum anderen gibt es Karten wie Avenger of Zendikar, Curse of Kruphix, Life Gift, Rampaging Balos, Tireless Tracker, der auch hervorragend funktioniert, Embodiment of Insight oder Sylvan Advocate, die allesamt auch wieder hervorragend damit funktionieren, dass man möglichst viele Länder ins Spiel bringt, beziehungsweise mit diesen Ländern versucht anzugreifen. Ganz klassische Karten sind eindeutig Life and Limb, genau wie Living Lands, Root Awakening oder die vorhin genannten Kreaturen Baru oder Kamahl, mit denen sich eben Länder animieren lassen. Eine nette Synergie ergibt sich natürlich aus Karten, die es erlauben, Länder zu enttappen. Early Harvest zum Beispiel oder Patron of the Orochi, Script Ranger oder Kyrian Ranger sind auch hervorragend, um mit Jor-El quasi als Antwort auf ein Mass-Removal-Spell die Länder eines anderen Spielers zu Kreaturen zu machen, was natürlich die Ambitionen der boardwipenden Spieler, die eigene Mana-Basis zu zerstören, relativ klein halten sollte. Eine Karte wie Nature's Will blüht in so einem Deck richtig auf, da alle Länder gleichzeitig Kreaturen sind und man so schier endloses Mana hat. Um möglichst viele Länder ins Spiel zu bekommen, spielt man die alten Verdächtigen. Animist's Awakening, Boundless Realms, mein neuer Favorit Harvest Season oder ganz klassische Zauber wie Explosive Vegetation oder Wild Growth. Warum man Jor-El also eine Chance geben sollte, liegt auf der Hand. Zum einen ist sie relativ unterspielt und zum anderen der Traum eines jeden Spielers, der einfach gerne mit vielen Kreaturen angreift. Und in jedem von uns steckt doch ein kleiner Timmy. Völlig losgelöst davon finde ich das Deck auch gerade für Einsteiger ziemlich gut, da wenn man von Karten wie Oracle of Mul Daya oder Timber Protector absieht, die etwas teurer sind, das Deck alles in allem sehr erschwinglich ist. Die letzten beiden sind dafür als Upgrade ganz gut, sollte einem das Deck wirklich viel Spaß machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut.